Woher meine Autobegeisterung kommt, weiß ich selbst nicht so genau. In meiner Familie gab es jedenfalls keine Autoenthusiasten. Ein Auto war dafür da, von A nach B zu fahren. Das Auto, also die Alfa Romeo Giulietta, habe ich das erste Mal gesehen in einem französischen Film von 1970. Der hat den Originaltitel Les Choses de la Vie, auf Deutsch die Dinge des Lebens. Und da spielt das Auto eine von 3 Hauptrollen. Denn es zieht sich durch den ganzen Film ein Unfall, den der Hauptdarsteller mit diesem Fahrzeug hatte. Das war jedenfalls das erste Mal, dass ich wissentlich dieses Auto gesehen habe, denn in den 60er Jahren oder noch eher in den 50er Jahren gab es dieses Auto in Deutschland nicht auf der Straße. Das hat es nicht gegeben. Ich bin Roger Lyons und ich fahre einen Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 aus dem Baujahr 1963. Lang davon geträumt, aber irgendwann kam sie mir wieder auf den Radar und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich das Richtige für dich. Das Teil muss ich haben. Ich habe also sehr lange gesucht, ich bin durch halb Italien gefahren, habe mir Autos angeschaut und schließlich bin ich fündig geworden bei einem Privatmann in Belgien, der das Auto eigentlich für sich gekauft hatte, weil es ihm genauso gut gefiel wie mir. Nur der hatte mir gegenüber einen Nachteil. Der gute Mann war über 1,90 Meter und er hat dann gemerkt, dass er in die Giulietta nicht reinpasste. Ich passe wunderbar rein und dann habe ich dem Herrn aus der Nähe von Brüssel kurz entschlossen das Auto abgekauft, weil es hat mir spontan gut gefallen. Es hatte genau die richtige Farbe, es hatte den richtigen Motor. Es sprang sofort an, es sprach mit mir und dann war es halt mein Giulia. Das Auto ist halt, als es aus den USA wieder nach Europa gekommen ist, leider in einem sehr desolaten Zustand gewesen und an einen holländischen Sammler gekommen. Und der hat es nach seinen Vorstellungen restaurieren lassen. Wenn Leute mich fragen, was hast du für ein Auto, und ich antworte, ich habe eine Giulia Sprint, dann meinen die meisten, ich rede vom Nachfolgemodell. Denn das Nachfolgemodell hat eine andere Karosserieform, war auch eine Neuentwicklung, sieht aber anders aus und ist von der Form her wesentlich bekannter als sogenanntes Bertone Coupé. Mein Auto ist der Vorgänger davon, heißt auch Giulia Sprint, aber nur im letzten Baujahr, nämlich 1963. Vorher hieß das Modell Giulietta Sprint. Zu den Alphas habe ich immer schon aufgeschaut. Es fing damit an zu der Zeit, als ich Motorsport betrieben habe, Anfang der 70er Jahre. Ich fuhr in der Fahrzeugklasse bis 1300 Kubikzentimeter und da waren halt die Alphas in der Überzahl. Das war eine Übermacht. Ich hätte gerne einen gehabt, aber die waren damals schon etwas kostspieliger, weil wir mussten ja unsere normalen Alltagsautos für den Wettbewerb umbauen. Und die Alphas fuhren uns sehr oft um die Ohren, weil die hatten einen großen Vorteil auf dem Nürburgring, die waren besser übersetzt, die hatten halt ein Fünfganggetriebe. Und wir hatten nur 4 Gänge, dafür hatten unsere Autos andere Vorteile. Okay, deswegen haben wir ja auch ein paar Mal gegen die Alphas gewonnen. Es hatte alles Vor- und Nachteile, nur die Alphas hatten eines, was immer faszinierend war, das war der unbändige Sound.
mich zum Beispiel an ein Langstrecken-Nachtrennen. Da musste natürlich in gewissem Turnus immer ein Fahrerwechsel gemacht werden. Es hat sich dann herausgestellt, nach dem ersten Turn, dass mein Beifahrer nicht so gut unterwegs war. Wir wollten aber gewinnen. Und wie er es gemacht hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es dann dazu gekommen, dass ich gar nicht mehr reingerufen wurde, außer zum Tanken und zum Reifenwechsel. Und die restliche Nacht bin ich halt durchgefahren. Im Zieleinlauf konnte ich wirklich keine Gliedmaßen mehr bewegen. Ich habe die Hände vom Lenkrad genommen, sind runtergefallen und ich konnte nicht mehr aussteigen. Meine Boxenjungs haben mich genommen, haben mich angepackt, aus dem Auto gehoben und auf die Mauer gesetzt. Und dann saß ich auf der Boxenmauer und nach 5 Minuten ging es so langsam wieder, dass ich dann die Hände und die Arme bewegen konnte. Aber Hauptsache war, wir hatten gewonnen. Im Laufe der Zeit wurde das natürlich mit den motorsportlichen Veranstaltungen, mit den Wettbewerben, mit den Rennen, wurde es immer aufwendiger, wurde es immer teurer, man musste sich mehr professionalisieren. Dafür gibt es Oldtimer-Rallyes, Oldtimer-Ausfahrten jeder Art und sowas mache ich heute ab und zu, ein paar Mal im Jahr. Das Schöne dabei ist, dass mein Sohn auch großes Interesse daran hat. Der hat die Leidenschaft wohl offensichtlich großenteils von mir geerbt und so haben wir immer ein sehr schönes Vater- und Sohn-Team und nehmen als solche halt an den Oldtimer-Veranstaltungen teil. Spaß für zwei, Spaß miteinander und Spaß für im Auto. Selbstverständlich gibt es viele Autos, die wertvoller sind, die seltener sind. Aber für mich, und das ist für mich entscheidend, ist dieser Alfa eine perfekte Verbindung aus dem damaligen technischen Fortschritt und das in einer wunderschönen Karosserie. Das Ganze noch aus Italien. Da ist Leidenschaft und Technik in perfekter Weise vereinbar.